Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für eine super leckere Lasagnesuppe. Dafür habe ich hier zunächst einen Bund bzw. 500 Gramm Suppengemüse, bestehend aus Möhren, Sellerie und Porree. Die Möhren schälen, längs vierteln und dann in kleine Stücke schneiden. Den Porree waschen, längs halbieren und in Streifen schneiden. Und den Sellerie ebenfalls schälen und in kleine Würfel schneiden. Zum Schluss habe ich hier noch eine große Zwiebel und 2 bis 3 Knoblauchzehen. Einfach abziehen und dann grob hacken bzw. den Knoblauch in dünne Scheiben schneiden. Wenn die Vorbereitungen dann erledigt sind, eine große Pfanne oder einen Topf mit einem guten Schuss Öl erhitzen, 500 Gramm Hackfleisch in die Pfanne geben, halb Rind und halb Schwein und für 4 bis 5 Minuten unter gelegentlichem Wenden bei mittlerer bis hoher Hitze krümelig anbraten. Als nächstes kommt das vorbereitete Gemüse in die Pfanne, ebenfalls für 4 bis 5 Minuten mit anbraten, dabei gelegentlich mal umrühren und wenn das erledigt ist, einen gehäuften Esslöffel Tomatenmark in die Pfanne geben, das Tomatenmark unterrühren, kurz mit anrösten lassen und dann alles mit einem guten Schuss Rotwein ablöschen, den Rotwein unterrühren, vollständig verkochen lassen und sobald der Rotwein dann komplett verkocht ist, kommen die restlichen Zutaten in den Topf, 500 Milliliter passierte Tomaten, außerdem 1,25 Liter Gemüse oder Fleischfond, dann noch einen gehäuften Esslöffel italienische Kräutermischung und eine gute Prise Salz sowie frisch gemahlenen Pfeffer. Zum Schluss 10 Lasagneplatten mit den Händen grob in Stücke brechen, ebenfalls zur Suppe geben, alles einmal gut umrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können, die Suppe zum Kochen bringen und bei niedriger bis mittlerer Hitze für 10 bis 15 Minuten sanft köcheln lassen, gelegentlich immer mal wieder umrühren und so lange weiter köcheln lassen, bis die Nudelplatten gar sind und das Gemüse die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Zum Schluss noch eine Handvoll Basilikumblätter in die Pfanne geben, außerdem 1 bis 2 gehäufte Esslöffel Creme fraiche unterrühren, alles eventuell nochmals mit Salz und Pfeffer abschmecken und dann können wir auch schon servieren. Die Suppe dafür auf kleine Schälchen oder Teller verteilen und zusammen mit geriebenem Parmesan und frischem Basilikum garniert servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.